Mein Gehirn löst sich auf. Wir sind die Visionäre. Ich traue ihr alles zu. Was auch immer mit mir passiert ist, Lorenz weiß Bescheid. Mia braucht uns. Bevor wir anfangen, wollte ich noch kurz erzählen, wie es halt bei der ersten Staffel für mich war. Also ich habe irgendwie nach den ersten paar Folgen wurde es immer spannender und dann konnte ich auch nicht mehr aufhören zu gucken. Und die allerletzte Szene hat mich völlig fertig gemacht. Und dann habe ich mir natürlich die ganze Zeit Gedanken gemacht, wie könnte es weitergehen in der zweiten Staffel? Ja, und so wie es weitergegangen ist, habe ich mir das nicht vorgestellt und ich fand es aber richtig gut. Gut, ne? Ja, und, ja, das ist nämlich, das ist wirklich sehr interessant, weil ich habe mich das natürlich auch gefragt, wie es denn weitergehen könnte und hatte auch keine richtige Idee. Das macht es irgendwie aus. Also da haben wirklich große, gute Köpfe dran gesessen und gesagt, wie kommen wir raus aus diesem typischen, naja, jetzt sitzen sie wieder im Lieferwagen und die Reise geht weiter, sondern wie kommen wir mit einer ganz neuen irgendwie Idee um die Ecke und it's a surprise. So, und das haben die wirklich toll hinbekommen, muss ich sagen. Also ich bin auch sehr geflasht von der zweiten Staffel, weil sie einfach wirklich unfassbar spannend und unterhaltsam ist und einfach nochmal was ganz Neues aufweist. Aber ich glaube, die Thematik ist ja auch einfach gegeben, dass da ein großes Potpourri noch offen ist für das, was irgendwie erzählt werden kann. So. Auf jeden Fall. Also wir wollen ja nicht spoilern, aber so ein bisschen. Kurz und knapp, ohne zu spoilern. Worauf können sich denn die Zuschauer freuen? Naja, Sie können sich auf jeden Fall auf einen neuen Charakter freuen. Thomas Kretschmann ist nämlich mit am Start und können sich auf die WG freuen, die auch wieder tatkräftig mithilft. Sie können sich auf Mia und auch Professor Lorenz freuen. Es geht um Mia, die aufwacht und nicht genau weiß, wo sie eigentlich gerade ist, was sie erlebt hat in einer ganz anderen Zeit gerade noch ist. Also ihr fehlen einfach 3 Monate und sie weiß nicht, wo ihre Erinnerungen geblieben sind. Und deswegen muss sie Professor Dr. Lorenz tatsächlich eigentlich ihre größte Feindin aufsuchen und die zwei müssen sich auch eventuell zusammentun, um gewisse Rätsel lösen zu können. Total ist schon zu viel gespoilert? Ich weiß es nicht. Ja, du hast total viel gespoilert. Ich habe gerade gedacht, okay, was können wir denn jetzt da rausschneiden, ohne dass... Naja, aber also ich glaube, das sind so Sachen, die kann man schon mit auf den Weg geben. Ja, also es ist trotzdem noch mit den Infos definitiv sehenswert. Nun ist das Thema Biohacking ja nicht völlig frei erfunden. Natürlich fuchst man sich als Schauspielerin auch in dieses Thema rein und bereitet sich vor und spricht natürlich auch mit Wissenschaftlern und so. Aber hast du diese Thematik auch irgendwie mit in dein Privatleben genommen? Also hat sich da irgendwie so eine Art Paranoia oder so breit gemacht? Also ich glaube, man sollte nie sich zu stark gewissen Ängsten, die die Zukunft angehen, die sollte man nicht so zulassen, weil es ist alles im Wandel. Und ich glaube, es gibt immer Menschen, die natürlich gewisse Dinge missbrauchen. Es gibt aber auch viele Menschen, die die Wissenschaft nutzen, um natürlich Gutes zu tun. Und ich glaube, da passiert wirklich noch sehr viel in Zukunft. Und dem sollte man eigentlich erstmal positiv entgegentreten und schauen, was irgendwie möglich ist. Also ich finde das einfach interessant. Es gibt Krankheiten, die sind einfach ungerecht und unfair. Und wenn man da doch etwas nachhelfen kann, um sie nicht ganz so schwerwiegend verlaufen zu lassen, finde ich das in allererster Linie erstmal sehr, sehr positiv. Auf jeden Fall. Du kannst ja jetzt schon auf eine sehr großartige und lange Schauspielkarriere zurückblicken und hast schon viele unterschiedliche Charaktere gespielt. Und in Biohackers verkörperst du ja eine ziemlich kühle, zielstrebige und ich denke auch sehr verletzte und irgendwie tief im Inneren gute Person. Wenn man schon so viel Schauspielerfahrung hat, wie geht man dann an solch eine Rolle heran? Also hast du trotzdem einen Coach, so wie viele junge Schauspieler auch, oder macht man das dann halt einfach so, wie man meint?
Nee, ich finde, das Wichtigste ist, nie stehen zu bleiben mit seinem Wissen, sondern immer versuchen, sich auch neu zu orientieren und weiterzulernen. Und ich finde, das sieht man ja auch heutzutage, wenn verschiedene Serien geschrieben werden, dass es Writers Room gibt, dass es viel mehr Leute gibt, die zusammenarbeiten. Und so funktioniert es tatsächlich, finde ich, auch bei der Schauspielerei. Einige können sehr gut alleine arbeiten. Ich bin jemand, der ist mit einem Coach immer irgendwie sicherer, weil man zu zweit einfach einen viel größeren Austausch hat und viel mehr in die Figuren reingehen kann. Und der eine sieht was die andere, was ich nicht sehe. Und habe da auch einen ganz, ganz großartigen Coach, mit dem ich wahnsinnig gerne arbeite, den Matthias Bayer, der mir auch verschiedene Möglichkeiten gezeigt hat, wie man in Figuren noch hineinfinden kann. Und ich glaube, so eine Professor Dr. Lorenz wäre mir auch so ganz alleine nicht so leicht gefallen. Also ich glaube, ich hätte diese kühle Art nicht so gut hinbekommen, wenn wir das nicht gemeinsam erarbeitet hätten. Weil sie eigentlich so ganz weit weg von mir ist. So ganz weit weg. Ähm, Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen was vorweggenommen, aber wie hält man seine Karriere eigentlich am Laufen? Also man stellt sich ja natürlich immer vor, ja, Schauspielern geht es immer super gut, vor allen Dingen, wenn es bekannte Schauspieler sind, aber das ist eigentlich stetige Arbeit, oder? Es ist immer stetige Arbeit. Also ich muss sagen, ich bin ja jetzt 44 geworden, dass es in letzter Zeit so ein bisschen entspannter geworden ist. Also nicht nur irgendwie von dem, was ich tun muss, sondern auch von dem, was ich tun möchte, weil als ich jetzt 10 Jahre vorher irgendwie unterwegs war, da wollte ich unbedingt alles mitnehmen, jede Filmparty, jeden Filmball, jedes Interview. Und das legt sich so ein bisschen mit der Zeit und man kann sich vielleicht dann auch so ein bisschen mehr rausnehmen zu sagen, ach, heute gehe ich da mal nicht hin, dafür gehe ich irgendwie dahin und deswegen tut es vielleicht jetzt meiner Bekanntheit keinen Abbruch, sondern ich muss auch trotzdem immer noch zu Castings, im Moment auch immer mehr, weil natürlich viel mehr internationale Geschichten sich zusammentun und die Spanier oder die Portugiesen oder die Italiener sagen, oh, die können wir aber nicht ganz so gut, wir müssen die trotzdem mal im Casting sehen. Also Castings müssen wir immer machen, das ist auch immer wieder aufregend und spannend. Zurzeit viele E-Castings, elektronische, jetzt auch über Zoom oder dass man sich mit dem Handy filmt, da macht man einfach viel länger rum. Also da bin ich fast einen Tag mit, bringe ich dazu irgendwie, um irgendwas abzugeben, dass ich sage, jetzt bin ich auch zufrieden damit. Also da fehlt einem dann auch vielleicht manchmal so die Anleitung von seiner Casterin oder seinem Caster, dass man denkt, ach, es wäre jetzt aber schon toll gewesen, jemanden zu haben, der sagt, so, mach's mal ein bisschen strenger, mach's mal ein bisschen leichter. Aber ja, es ist trotz allem immer doch eine gewisse Arbeit. Also immer. Das ist ja auch die Arbeit, die man liebt. Welchen Stellenwert? Also ich meine, gut, du bist jetzt auch nicht super alt, aber ich bin halt auch noch ohne Internet aufgewachsen und so. Ja. Und, und damals hätte ich mir irgendwie nicht denken können, dass es mal sowas geben wird wie Netflix oder so, ne? Mhm. Welchen Stellenwert hat das heutzutage? Also früher war ja das Höchste, was man irgendwie erreichen könnte, auf der großen Leinwand im Kino zu sein. Jetzt ist es Netflix für sehr viele, weil es halt einfach international abrufbar ist. Wie ist das für dich? Also ich glaube, man kann, also ich liebe Kino, ich liebe die große Leinwand und freue mich auch, ich drehe jetzt im August auch einen Kinofilm und für mich wird das immer auch unglaublich. Ich glaube nicht, dass es zu vergleichen ist. Netflix und auch andere Streamingdienste haben natürlich die Möglichkeit irgendwie, dass die Zuschauer ihre eigenen Chefs sind und sie den Content für sich irgendwie entdecken können. Nicht jetzt irgendwie heute oder morgen, das kann auch in einem halben Jahr sein und da doch auch immer wieder auf die Suche gehen können. Aber so dieses Erlebnis gemeinsam, und das ist etwas, was ich für mich immer noch unglaublich wichtig finde, auf diese schöne emotionale Reise mit anderen Menschen zu gehen in einem Kino, wo den Leuten der Atem stockt oder irgendwie angefangen wird zu weinen oder Leute, was ich schon alles erlebt habe, schreiend und wütend rausgerannt sind aus den Filmen, weil es einfach kaum auszuhalten war. Das erlebt man dann doch einfach nur gemeinsam. Deswegen, ich glaube, beides hat einfach einen großen, großen Stellenwert für mich. Und natürlich ist das ganz cool, wenn man hier in Portugal lebt und geht in ein Restaurant und jemand kommt und sagt so, oh, you're from Biohackers, you're Professor Dr. Lawrence. So, dann macht das schon was mit einem und man denkt so ein bisschen, oh, ist ja auch irgendwie toll. Man kommt sofort mit Leuten aus anderen Ländern auch ins Gespräch, die man vielleicht vorher sonst nicht
angesprochen hätte oder die mich nicht angesprochen hätten, was ganz schön ist. So. Cool. Wir sind schon am Ende. Ich würde dir aber noch eine einzige Frage stellen. Und zwar haben wir diesen wunderbaren Hashtag Film ist Liebe. Und ich würde dich bitten, das Wort Liebe mit deinem eigenen Wort zu ersetzen. Also Film ist... Punkt, Punkt, Punkt. Film ist... Oh, jetzt will man gerade wieder so wahnsinnig kreativ werden. Film ist pure Leidenschaft.